Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute McAfee Total Protection an. Ich zeige dir das komplette Programm, welche Features es hat, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde. Und ja, wir schauen einfach mal, wie das ganze Programm so auf dem Computer läuft. Natürlich kommt zum Schluss auch ein Test darüber, wie stark unser System beeinträchtigt wird, also die Rechenleistung. Und natürlich auch ganz wichtig ist, wie effektiv ist der Virenscanner, wie viele Viren werden überhaupt gefunden. Und ja, ich wünsche dir mega viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Okay, dann beginnen wir gleich mal. Und zwar habe ich hier McAfee Total Protection auf einer virtuellen Maschine installiert und zwar auf Windows 10. Sieht man hier an dem Logo. Wir öffnen das Ganze mal mit Doppelklick und ja, wir sehen hier das McAfee Logo. Dann tut hier alles schön einfliegen, sehr animiert würde ich sagen. Und ja, macht auf jeden Fall Eindruck erstmal. Hier ist es auch relativ schlicht gehalten, fällt mir auf. Und ja, ich finde das Ganze echt übersichtlich. Genau, bevor wir jetzt mehr ins Detail gehen, will ich noch was zur Installation sagen. Und zwar hatte ich Probleme mit der Installation. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der virtuellen Maschine liegt oder einfach generell Probleme macht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und zwar musste ich erst Windows updaten, damit ich es installieren konnte. Auf jeden Fall, wenn ihr auch das Problem habt, installiert euer Windows, also updatet euer Windows und dann könnt ihr auch McAfee installieren. Genau, jetzt aber zum User Interface. Also wir haben hier immer ein paar Tipps bereit für den Virenscan. Hier können wir einen Schnellscan starten. Ihr könnt euch hier auch alles mal durchklicken und oder halt hier das Ganze beschleunigen durch Browser-Erweiterungen. Wir haben jetzt hier Microsoft Edge, hier habe ich eine Browser-Erweiterung installiert und hier hat er gemeint, dass er das eben optimiert hat. Genau, hier können wir auch Daten schreddern, also wir können einfach hier auch Cookies löschen, also Datenschreddern ist hier, das ist dann dieses Symbol, heißt eine Datei 5-mal oder so überschreiben, damit die eben gelöscht wird und nicht wiederhergestellt werden kann. Und hier können wir unsere Online-Aktivität löschen, also Cookies löschen und so weiter, damit wir eben ein bisschen anonymer unterwegs sind. Genau, das wird hier immer schön eingeblendet. Wir können uns durchklicken, was so zu tun ist. Wir sehen hier unten, wir sind jetzt geschützt, wie viele Connections und Apps gerade überprüft werden. Und hier, wenn wir es länger verwenden, sehen wir auch einen Sicherheitsbericht. Dann finde ich auch extrem nice, ist, dass hier eben einfach so ein grüner Haken ist, weiß man direkt, ja, alles ist sicher. Wir können da draufklicken und sehen genau, Virenscanner läuft, Echtzeitschutz läuft, Firewall ist aktiv, aktualisiert wurde es auch und Abo ist auch aktiv. Genau, wir können hier weitere Geräte hinzufügen, falls wir jetzt eine Lizenz für 3 Computer oder so haben. Und ja, was mir hier ein bisschen fehlt, gut, das ist hier ein bisschen integriert, dass man eben nicht genau sieht, wann aktualisiert wurde. Bei den meisten Virenscanner steht hier unten irgendwo, ja, heute aktualisiert oder vor 25 Minuten. Das sieht man hier leider nicht. Dazu muss man extra hier auf Aktualisierungen klicken und dann sieht man hier, wann das letzte Update war. Das hätten sie meiner Meinung nach gleich hier unten einbauen können, anstatt hier diese Zahl. Genau. Aber ansonsten, hier Startseite gefällt mir gut, sehr schlicht und ja, das ist auch sinnvoll. Genau, dann haben wir hier PC-Sicherheit, hier können wir einen Virenscan starten, können wir eben wie immer einen Schnellscan, einen vollständigen Scan oder einen benutzerdefinierten Scan ausführen. Und ja, wir führen hier gleich mal einen aus und das lassen wir dann einfach im Hintergrund ausführen, sage ich jetzt mal, dann können wir gleich weitermachen. Schon praktisch, haben auch die meisten Virenscanner. Dann meine Apps aktualisieren, da können wir jetzt nach Schwachstellen schauen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Schauen wir gleich mal, wie das alles so sich verhält, wenn man gleich mehrere Sachen gleichzeitig macht. Und ja, das bleibt jetzt auch erstmal im Hintergrund. Das Coole ist, wenn wir jetzt hier draufklicken, wir sehen hier, unser Virenscan wird im Hintergrund ausgeführt. Und ja, das läuft, was eben schon gemacht wurde. Dann hier, das müsste jetzt auch schon fertig sein. Genau, ist es auch. Und wir sehen hier, mein Windows ist immer noch nicht
auf der aktuellsten Version. Also es gibt noch ein paar Sachen, die man noch updaten könnte. Das finde ich gut, dass er das hier gefunden hat, weil ich hatte schon Virenscanner, die haben mir das jetzt nicht gesagt, dass hier kritische Sicherheitslücken auf Windows vorhanden sind. Und mir ist bewusst, dass die da sind, denn ja, wie gesagt, ich habe es nicht komplett geupdatet. Gut, dann können wir hier wieder zur Startseite, PC-Sicherheit, diese Apps aktualisieren. Ja, da waren wir auch schon drin, das ist eben die McAfee-App, die wird aktualisiert. Mich im Internet schützen. Können wir auch mal drauf gehen. Da öffnet sich dann der Edge. Es dauert ein bisschen wegen der VM. Und ja, wir haben hier ein Add-on, das von McAfee programmiert wurde und das nennt sich Web Advisor. Das ist ganz cool, denn wir können jetzt hier einfach in Google oder einfach irgendwas eingeben und dann zeigt er uns hier bei Bing oder bei Google eben solche grünen Haken an und zeigt uns eben durch diesen Haken, dass das eben geschützt ist. Wir sehen auch sofort, was das ist. Hier Internetdienst, Suchmaschine, Google ist eine Suchmaschine, logisch, und so weiter. Also finde ich echt cool, dass er hier auch nochmal anzeigt, was genau das eben ist. Und ja, echt praktisch. Ja, wenn wir jetzt hier schon im Browser sind, will ich auch noch sagen, es gibt bei McAfee einen Passwortmanager und ja, den kann man hier eben auch einrichten, der ist auch dabei. Auf das werde ich aber in diesem Video jetzt nicht eingehen, weil ich finde, das ist nicht unbedingt so wichtig für einen Virenscanner, da gibt es extra Tools. Genau, dann schauen wir die Cookies und Tracker entfernen. Ja, Modul an, klicken wir mal hier auf Bereinigen. Natürlich müssen wir den Browser jetzt schließen. Ja, können wir hier auch machen. Schließen mal unseren Browser. Und ja, es sagt uns ja eben, wir haben was im Papierkorb und wo er überhaupt irgendwelche Daten löschen möchte aus dem Internet Explorer, aus dem Edge und so weiter. Können wir mal hier weiterklicken, dürfte eigentlich nicht allzu lang dauern. Und ja, es läuft hier durch. Wir haben jetzt hier 31 MB gesaved und ja, ganz nice to have, würde ich mal sagen. Genau, dann haben wir das hier durch. Schauen wir mal, was PC-Leistung so kann. Und hier ist App-Optimierung aktiviert. Dann klicken wir mal hier auf Apps beschleunigen. Gut, das haben wir uns auch schon angeschaut. Surfen beschleunigen. Das geht jetzt nicht mit dem Edge. Da bräuchte man wahrscheinlich hier Chrome oder Firefox. Ist wahrscheinlich auch ein Add-on, der eben das Surfverhalten optimiert sozusagen. Genau. Dann meine Privatsphäre, auch immer ganz interessant. Hier haben wir, wie gesagt, diesen Datenschredderer, der überschreibt die Dateien, sodass sie nicht wiederhergestellt werden können. Können wir mit temporären Internetdateien machen, selber welche auswählen oder einfach den Papierkorb. Hier können wir die Stufe einstellen, wie stark das Ganze gemacht werden soll. Wenn ihr jetzt Top-Secret Sachen habt, klickt hier vollständig an, dann wird es 10-mal geschreddert, also heißt 10-mal überschrieben. Dauert natürlich auch länger, also eigentlich reicht es, wenn ihr auf sicher oder einfach geht. 2-mal reicht im Normalfall. Genau. Dann gehen wir jetzt hier zu Kennwörter verwalten. Genau, da kommen wir jetzt wieder in den Browser. Das habe ich euch ja gerade gezeigt. Kinder schützen. Wir können hier auch natürlich Passwörter und Seiten und Webseiten für unsere Kinder einstellen, damit die eben geschützt sind. Kennt man ja. Gut, private Dateien sperren. Das ist sowas wie ja, ein Tresor, kann man sagen. Hier kann man auch nochmal den Tresor natürlich einrichten. Erstmal Sicherheitsabfragen. Und in diesen Tresor kann natürlich keiner rein, außer halt der die Fragen beantworten kann oder der das Passwort kennt. Finde ich auch cool zu haben. Warum nicht? Ganz ehrlich. Ein Tresor auf dem PC, wo alle Daten verschlüsselt sind, kann man immer mal gebrauchen. Genau. Dann komme ich jetzt zu meinen Infos. Hier sieht man, wie lange das Abo noch läuft. Ja, das ist eine 30-Tage-Testversion. Ist aber eine Vollversion, also man kann 30 Tage Vollversion testen. Und ja, hier klicken wir jetzt mal auf Kontakt und schauen, welche Webseite sich öffnet. Gut, dann können wir hier mein Konto aufrufen. Gut, da sind wir gerade. Heimnetzwerk schützen, das finde ich auch immer sehr interessant. Und das ist extrem nice, wenn das gut gemacht ist. Ich habe es mir schon angeschaut, leider bin ich hier nicht ganz zufriedengestellt, denn er zeigt uns hier nur an, welche PCs im Netzwerk sind
oder Geräte und welche geschützt sind. Also es ist nur mein Gerät jetzt mit McAfee geschützt. Wir sehen hier die IP-Adresse vom Router und die MAC-Adresse. Und das war's auch schon. Also wir können hier nur IP-Adressen sehen und halt die Geräte. Was ich aber cool finde, was die meisten nicht haben, ist, dass wir hier ein Gerät als Eindringling markieren können. Dann wird das Gerät im Netzwerk blockiert und das Gerät hat eben keine Chance mehr auf den Computer mit McAfee Total Protection zuzugreifen. Das ist echt cool, das kannte ich so nicht und ja, finde ich echt gut. Hier können wir das Ganze noch einstellen, Spielekonsole, dann kriegt es eben anderes Logo. Genau, und wird auch anders behandelt. Gut. Dann kann man hier auch noch Benachrichtigungen wissen, Sie immer, wenn was in Ihrem Netzwerk passiert. Das habe ich immer ganz gerne an. Dann weiß ich, wenn ich Besuch bekomme, weil die Handys von anderen Leuten locken sich in meinem WLAN ein. Und ja, wenn du das willst, ist ganz cool, dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn irgendwas in deinem Netzwerk passiert, also sich ein Gerät einwählt. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass die das hier so versteckt haben, dieses Netzwerkschützenprogramm. Aber ja, ist halt da. Sicherheitsverlauf anzeigen. Hier sehen wir, was passiert wurde, was blockiert wurde. Sowas finde ich auch immer ganz schön. Und ja, wir können hier das Ganze natürlich auch filtern. Das finde ich top. Weil sowas kann schnell unübersichtlich werden. Gut. Dann schauen wir jetzt uns mal hier Hilfe und Support an. Ja, wir können jetzt hier einfach eine Serviceanfrage stellen und natürlich auch mit denen einfach chatten, telefonieren, genau, oder halt einen Forumbeitrag machen. Das finde ich immer gut, wenn man hier eine Person hat, die einem weiterhelfen kann, falls man jetzt nicht so in der Materie drin ist. Genau. Gut, dann schauen wir uns hier nochmal den Scan an und da will ich jetzt nochmal den Bericht sehen. Also es wurden keine Probleme gefunden und es wurden halt 3500 bla 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 Viren gescannt und schaut gut aus. Hier können wir auch noch den Haken setzen. Wenn keine Bedrohung gefunden wird, wird der PC heruntergefahren. Finde ich auch immer ganz nice zum Stromsparen und gefällt mir echt gut. Ich würde sagen hier, da ist echt alles dabei, was man braucht. Das sind leider relativ wenig extra Features dabei, so wie zum Beispiel bei Avast oder Vira. Da war ich echt erstaunt, was die da noch alles reingepackt haben. Das Netzwerk-Tool hätten sie meiner Meinung nach ein bisschen ausbauen können, ein bisschen mehr auf Schwachstellen scannen und sowas. Aber im Großen und Ganzen finde ich das hier echt schlicht gehalten, schön gehalten. Und ja, was ich als Experte noch sehr gerne habe, ist, wenn wir hier einfach auf Echtscan klicken können und das Ganze deaktivieren können. Hier können wir dann noch die Zeit auswählen. Das mag ich immer sehr gerne, denn manchmal habe ich eben halt Viren auf dem PC, die ich mir gerne anschauen will. Wir sehen jetzt hier auch, das wurde als gefährdet jetzt gemeldet, ist auch optimal so, dass da jetzt alles rot ist. Genau, das wollte ich noch schnell zeigen. Und jetzt schauen wir uns natürlich noch die technischen Aspekte an. Also wie schnell ist dein PC mit McAfee und wie stark wird dein PC durch McAfee geschützt. Also bis gleich. Okay, wir sind jetzt hier auf avtest.org und ja, hier haben wir den Test zu Windows 10 Februar 2021. Wir sehen hier die anderen Produkte, wie gut die abgeschnitten haben. Und ja, wir schauen jetzt hier bei McAfee, wie das Ganze eben abgeschnitten hat. Wir haben hier überall 6 von 6, also top bewertet. Und ja, hier nochmal, was das genau ist. Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit. Genau. Gut, schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Wir sehen hier die Version, falls das jemand interessiert. Und ja, hier immer den Industriedurchschnitt im Grauen. Und hier eben, wie McAfee im Januar und Februar abgeschnitten hat. Ja, Schutz gegen Zero-Day-Malware-Angriffe. Hier wurden 258 Viren verwendet. Und hier wurden alle erkannt. Das finde ich enorm wichtig, denn ja, falls mal ein Virus neu auf den Markt kommt, sollten wir natürlich auch gegen den geschützt sein. Gut, Erkennung von häufig auftretenden Viren. Hier wurden 9900 Viren verwendet und hier
ist der Industriedurchschnitt 100 und hier wurde natürlich auch 100% erkannt. Jetzt schauen wir uns an die Verlangsamung bei Aufrufen von Webseiten und ja, hier geht das Ganze ein bisschen in die Knie, aber immer noch besser als der Industriestandard, also nur 8% bei einem normalen PC, bei einem High-End-PC 11% und hier ist der Industriestandard 16%. Was schauen wir uns noch an? Ihr könnt es ja jetzt hier pausieren und selber durchlesen. Was ich auch noch immer sehr interessant finde, ist Verlangsamung beim Kopieren von Dateien lokal und im Netzwerk. Hier haben wir nur 1% Verlangsamung und das ist echt krass. Bei High-End-PCs leider 2%, aber immer noch besser als der Industriestandard. Ja, Installation ist auch manchmal noch ganz interessant. Und ja, Ausführen von Standardsoftware sehen wir ja hier, wie es abgeschnitten hat. Genau. Also eigentlich überall über einen Industriestandard und gefällt mir echt gut. Jetzt kommen wir noch zu den False Positives, also zu fälschlicher Erkennung von Software, die eigentlich kein Virus ist. Und hier war im Januar ein Fehlalarm und im Februar haben sie es geschafft, bei 1 Million Dateien eben keinen Fehlalarm zu haben. Das finde ich schon enorm beträchtlich. Genau. Gut. Also der Rest ist auch überall keine Falschalarme oder Falschblockaden. Das ist echt gut und ja, also ich kann euch den Virenscanner auf jeden Fall empfehlen. Das Design ist gut, die Schutzwirkung ist gut und natürlich wird der PC auch nicht so stark verlangsamt. Einen Punkt kann ich aussetzen und zwar ist es, dass es bei der Installation Probleme gab. Aber das kann jetzt nur an der virtuellen Maschine von mir liegen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das bei jedem so der Fall ist. Ich denke mal nicht, das wäre ja Katastrophe. Auf jeden Fall und halt noch, dass dieses WLAN oder Netzwerk-Scan-Tool ein bisschen mehr ausgereift sein sollte. Also ein bisschen mehr Features und ein bisschen besser scannen. Aber ansonsten gefällt mir der Virenscanner echt gut. Und ja, schaut ihn euch gerne an. Link zu dem Virenscanner kommt natürlich unter das Video. Hier könnt ihr auch noch mal ein paar Euro sparen, sage ich jetzt mal. Ich suche euch den billigsten Link raus oder den billigsten Kaufwebseite. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Lass ein Abo da, wenn ich dir helfen konnte. Und natürlich ein Like. Und schreib mir gerne deine Meinung zu diesem Virenscanner unten ins Video. Ansonsten bis zum nächsten Video. Peace.